Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem März-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein März gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig? Was kommt auf dich zu? Jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Upsi, da kommen schon die Karten. Den Link findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze im März. Ein Neuanfang. Frischer Wind. Du fühlst dich seit langem mal wieder du selbst, als wärst du ja wieder im vollen Besitz deiner Kraft. Es kommt ein Brief, eine SMS, eine Botschaft. Wichtig, wichtig. Du erkennst Zusammenhänge und die Liebe klopft an die Tür. Denn dort, wo du bis dato das Gefühl hattest, außen vor zu sein, lieber Schütze, im Regen stehen gelassen worden zu sein, das darf sich ändern. Du erkennst das große Ganze, es fühlt sich so an, als würdest du in die Adlerposition gehen und dich emotionell aus einer ganz bestimmten Situation heraus, Position heraus zurücknehmen. Sie sagen fast schon emotionell unnahbar, doch das hat wieder mit einem Traumata zu tun von dir. Doch du kannst da immer ganz gut rein und raus switchen aus diesem emotionell unnahbar und emotionell voll in Tune sein. Dann bekommst du an deine Seite einen Menschen, der dir einen Ratschlag gibt. Daraufhin beginnst du das Neue für dich zu entwickeln. Sei es gedanklich oder in die Handlung zu kommen, das schauen wir uns später an. Du hast Verlangen, nicht dieses Verlangen, wo man zerfließt und zergeht, sondern es ist ein ganz, ganz tiefes Verlangen der Zugehörigkeit, der Akzeptanz, des Anerkanntwerdens. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dir zur Verfügung steht, die dich begleitet im März. Unter welchem Stern steht die Hauptenergie? Der Schütze. Ganz schön viel. Das halbe Deck kam raus. Zwei Karten. Gut möglich, dass du mit einer Waage, Luftzeichen oder einem Widder, Stier verbunden bist, aber unabhängig von diesen Sternzeichen. Es geht darum, das Neue zu konstruieren, dem Neuen den Weg zu ebnen. Im März wirst du grundsätzlich, ganz unabhängig davon, was du vorhast, wo du stehst, wahrnehmen und bemerken, in welchem Netzwerk du eingebettet bist. Du wirst ganz klar erkennen, wer dir ständig zur Seite steht, wer dir hilft, wer dich supportet. Und sie sagen, das ist für manch einen von euch eine große Genugtuung. Doch es ist keine arrogante Genugtuung. Es tut euch einfach gut, aber es ist auch eine Genugtuung, dass ihr seht, nicht nur ich gebe und bin stets allzeit bereit, um zu helfen, um zu unterstützen, sondern auch ich werde unterstützt. Es ist
gut möglich, dass du in eine Stadt reisen wirst, beziehungsweise dich online mit dieser Stadt irgendwie verbinden wirst, die aus sehr, sehr altem Mauerwerk besteht, fast schon römisch, beziehungsweise Brücken sind sehr ausschlaggebend, vielleicht gar Venedig, wer weiß. Doch es geht darum, dass du dir neues Wissen aneignest, sei es über diese Stadt oder die Energie dieser Stadt oder generell unabhängig von den Städten, dass du schaust, welche Brücken bestehen noch, aus was, also im zwischenmenschlichen Bereich oder zu Interessengebieten. Was gibt es mir? Aus welchem Fundament sind diese gebaut? Lasse ich sie stehen? Überquere ich sie? Lasse ich sie offen? Oder wende ich mich von diesen ab? Du versuchst zu verbinden, dich und die Außenwelt in einem ganz, ganz neuen und anderen Licht. Dann für manche Schützen ist jetzt wieder hier so eine ganz special Message, Donuts sehr ausschlaggebend. Vielleicht isst jemand vermehrt Donuts oder backt zum ersten Mal selbst welche. Also Donuts sehr, sehr ausschlaggebend. Ja, du kommst wieder in deine Kraft, in die Schöpferkraft, doch nicht nur das, sondern in deine eigene Souveränität, in deine eigene Autorität. Es ist, wie ganz zu Anfang gesagt, du fühlst dich nach langer Zeit wieder Herr deiner Kräfte, es ist, als hättest du wieder Kontrolle über dich selbst. Sie sagen, vor allem ausschlaggebend am Monat August, September war es, als würdest du so ein bisschen orientierungslos so dahin floaten und eigentlich gar nicht wissen, was du in dieser Welt sollst, wo deine Aufgabe ist, so eine kleine Krise hattest, die ja ein jeder von uns ab und an hat. Doch es ist wirklich so, dass du sagst, so, und jetzt habe ich wieder die Zügel in der Hand. Ich setze die Segel und ich weiß, wo ich hin möchte. Aber mehr als die Zielsetzung, es ist, du fühlst dich wieder du selbst. Und das ist ganz, ganz toll, lieber Schütze, denn aus dieser Kraftquelle, deiner eigenen Kraftquelle heraus, bist du dadurch selbstverständlich voller Motivation, Dinge zu verändern. Du fühlst dich auch kräftig genug, sei es emotionell wie physisch und praktisch. Dann ein Widder, ältere Energie, reifere Energie, gut möglich eine Vaterfigur oder ein väterlicher Freund. Das war's, ein Widder. Dieser Widder, einst, gestern, vor Jahren, wann auch immer, einst zur Verfügung gestellt hat. Das schaust du genauer an und du versuchst daraufhin aufzubauen, beziehungsweise ganz sachte, leise und langsam zu verändern. Dann kann es gut möglich sein, dass du jemanden aufsuchst und Rat erbittest, beziehungsweise eben ganz unverhofft ein Input kommt, ein Ratschlag. Wichtig ist, lieber Schütze, dadurch, dass du dich wieder so du selbst fühlst, in deiner Kraft bist, geht es darum, nicht stur und rücksichtslos zu agieren. Das wird gesagt, weil plötzlich, eben wenn du bemerkst, du könntest Bäume ausreißen und es passt alles, dass du dich verzettelst, dass du zu viel zu schnell machst und dabei die kleinen Details übersiehst. Also Vorsicht davor. Dann kommt ein bisschen eine Unentschlossenheit, wen du mit einweist, wen du mit in dein Boot holst. Es ist, sage ich dir jetzt mal als Beispiel, wie wenn du zu Hause
irgendetwas renovieren möchtest und du sagst, ah ja gut, dann brauche ich dafür jetzt einen Elektriker oder ich brauche einen Maurer, dass du genau abwägst, wen du dafür nimmst, wer zu dir passt, wo es energetisch passt und nicht schnell, schnell, schnell machst, weil da kannst du ganz, ganz schnell überfordert werden. Lass dir alle Zeit, die du brauchst. Du hast mehr als genug Zeit, diese Veränderung, die du jetzt hier beginnst, den Neuanfang, den du voller Freude und Motivation anfängst. Er wartet auf dich, er ist für dich da und so Gemach. Dann, falls du mit einem Luftzeichen verbunden bist, wie gesagt, Waage oder eventuell auch Wassermann. Da können ein paar Trigger vorhanden sein, insofern, dass sie sagen Ablehnung. Vielleicht, dass du das Gefühl hast, auf Ablehnung zu stoßen von diesem Menschen, beziehungsweise, ja, dass dieses Feeling zwischen euch nicht mehr da ist. Muss nicht in der Liebe sein, kann kollegial sein, kann in der Freundschaft sein, Familie, wo auch immer. Dann haben wir ein Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, welches dich eventuell ein bisschen hinhält. Auch da, lieber Schütze, sei geduldig, vor allem mit dir selbst. Reagiere nicht impulsiv. Das ist ganz wichtig, auch wenn du das Spiel durchschaust. Doch es ist kein Spiel, es ist, weil dieser Mensch selbst unentschlossen ist. Ja, dann gehst du dem Neubeginn entgegen, und zwar in der ersten Hälfte von März. Es ist wichtig für dich, pass auf, der Neubeginn. Ich sehe, dass du, sie sagen, aus einer reumütigen Haltung heraus diesen Neubeginn beginnst. Es ist etwas aus deiner Vergangenheit, was in diesen Neubeginn mit einschwingt. Es hat aber eigentlich gar keinen Platz da. Es hat auch, ehrlich gesagt, überhaupt gar nichts zu suchen. Und das ist vielleicht auch zusammenhängend mit diesem Traumata, was vorhin angesprochen wurde. Es ist ein Neuanfang, wo du denkst, ah ja, wird schon besser werden, als doch lass das. Geh ganz neutral in diesen Neuanfang rein. Dieser Neuanfang hat dir sehr, sehr viel zu bieten und vor allem wirst du in diesem Neuanfang auch einen für dich herzenswichtigen Menschen kennenlernen. Sie sagen auch, du vermisst sehr stark einen Menschen, gut möglich ein anderes Feuerzeichen, vielleicht einen Widder, wo wir das vorhin angesprochen haben. Es ist so, wo bleibt die Freude bei dem Ganzen? Das vermisse ich so ein bisschen. Ja, du würdest sie gerne teilen, und zwar mit einem Wasserzeichen, welches nicht an deiner Seite ist. Wir machen weiter im Extended, schauen uns hier noch den Rest der Karten an. Lieber Schütze, wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.